fange ich mal mit dem Kandidaten hier für die CD-Geschwindigkeit für den CD-Motor fange ich mal an. Da brauche ich einen 3,3. Das ist er nicht. Das ist er auch nicht. Das ist er. 3,3 μF. Der sitzt jetzt wie gesagt parallel mit einer 10er Diode. Hierbei kommt das jetzt alles durch das gleiche Loch hier. Also die Diode mit dem schwarzen Strich umgekehrt zum schwarzen Strich mit dem Kondensator. Einmal. So, ansonsten bei anderen Modellen kann da auch ein bipolarer Kondensator sitzen. Das ist also egal, wie man das gerne haben möchte. Jetzt kämpfe ich mich Kondensator für Kondensator nach vorne. So, dann haben wir hier nochmal einen 100 mit 50 Volt Spannungsfestigkeit. Das ist hier vor der minus 18 Volt Spannungsregulierung. Da reicht also ein 25 Volt nicht aus, weil wir haben hier etwas über 30 Volt. Da sitzt auch original ein 50 Volt. Hier sitzt original ein 25 Volt. Das war dieser gebeulte. Deshalb habe ich den also in der Spannungsfestigkeit erhöht. Wir haben ja gesehen, dass der also stark gelitten hat. Der war ja eigentlich auch schon kurz vorm Platzen. So, ansonsten orientieren wir uns eher an den Originalwerten. Was haben wir jetzt noch? Ein 22 μF, der kommt jetzt hier oben, der gehört auch noch zur minus 18 Volt. Das ist im Prinzip der sekundäre, also nach dem Spannungsregler. Dann brauchen wir noch einen 1 μF. Der sitzt hier unten. Und danach bleiben, die anderen sind alles 33 μF. Jetzt löte ich erstmal die hier ein. So, wer also gern das Lötzinn fließen sehen will, damit es da auch was zu gucken gibt.
den 22 Mühlfahrrad. Den haben wir noch nicht. Das ist der 150, also 100 Mühlfahrrad, 50 Volt. Steht aber auch alles schön in dem PDF-Dokument, das unten verlinkt ist, in der Videobeschreibung. So, die Drähte, die schmeißen wir hier lieber ganz runter. Kann man also immer schnell die Orientierung hier verlieren und dann weiß man nicht mehr, wo habe ich gerade gelötet. Der Platine. So, jetzt bleiben nur noch 33 Mühlfahrradtypen. Das sind diese. Nummer 1, Nummer 2, so, hier oben haben wir noch 2 Stück. Da kommt noch einer, wo der ein MÜV-Fahrrad war. Kommt noch einer dazu. Und hier unten fehlen auch noch 3 Stück. So, und die letzten Kondensatoren einlöten. Oh, das Lötzinn ist jetzt gleich am Ende. Die Rolle. Na, da ist die Zange besser. So, ich löte die jetzt alle direkt das zweite Mal nach dem Abschneiden, damit ich da nicht so suchen muss, wo es denn war. Ups, da ist noch was. Das gleich mit. Da ist der eine noch nicht richtig gelötet.
Tja, wie gesagt, wem das zu langweilig wird, das ist ja doch jetzt immer das Gleiche. Vorspulen, Schieberegler unten. Ansonsten, ich gucke mir auch gerne Filme bei YouTube an über CNC, Fräsen. Finde ich sehr beruhigend, wenn dann die Späne durch die Luft fliegen. So, die Kondensatoren sind jetzt alle eingelötet. Jetzt macht es im Prinzip Sinn, wenn man nochmal alles kontrolliert im Nachhinein. Ist die Polarität richtig rum? Ist alles fest? Und dann drehe ich es um und löte es alles nochmal nach. So, dann mache ich mir erst wieder ein bisschen Platz. Das brauche ich erst später wieder. Den nächsten Teil für die Analogplatine. So, das mal weg. Neue Rolle Lötzinn, neues Glück. Obwohl, die ist gar nicht ganz neu. Da haben wir noch einen vergessen. Und jetzt gehe ich einmal über die ganze Platine und schaue mir alle Lötverbindungen an. Und wenn ich da einmal am Gucken bin, löte ich da auch gleich entsprechend nach. Es muss jetzt nicht jeder einzelne Lötpunkt sein, aber im Prinzip kriegt man da auch ein Auge für, was da verdächtig aussieht. Was natürlich besonders anfällig ist, ist einfach da, wo Steckkontakte sind oder wo eine thermische Belastung ist. Thermische Belastung ist natürlich hier an den Spannungsreglern, deshalb sitzen die auch an einem Kühlkörper. Das heißt, diese Lötpunkte von den Spannungsreglern hier, die sitzen natürlich in einer ständigen Ausdehnung und dann nach dem Abkühlen wieder zusammenziehen, diese Lötpunkte. Da ist eine sehr hohe Belastung drauf, die unbedingt nachlöten, komplett. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Hier ist also definitiv eine kalte Lötstelle an dem Spannungsregler. Sieht man das? Ich biege es mal ein bisschen auseinander. Da ist ja ein richtiger Luftspalt schon. Sowas muss gefunden und nachgelötet werden. Das machen wir, wie gesagt, dann lieber zu viel als zu wenig. Deshalb die ganze Platine durchgehen. Nur wie gesagt, Spannungsregler, das sind die am meisten beanspruchten Lötverbindungen. Natürlich aufpassen, dass man da keine Kurzschlüsse irgendwo fabriziert, dass man das Lötzinn dann rüber zieht zu einem anderen Pin noch. Da ist also schon Sorgfalt angebracht. Das sollte man also nicht machen, wenn man es eilig hat.
heutzutage haben es irgendwie alle eilig. Kann man sich leider nicht immer von freisprechen. Geht mir auch so. Also jetzt, wenn ich das alles nachlöte, ist die beste Gelegenheit, um, jetzt sehe ich ja im Prinzip fast wirklich jeden Pin. Das ist ein sehr wichtiger Arbeitsschritt, dass ich das alles beurteile. Wie sieht das aus? Gibt es hier irgendwelche Kurzschlüsse, irgendwelche Fremdpartikel? Ist irgendwas beschädigt? Leiterbahn? Weil so nah komme ich jedem einzelnen Pin nicht mehr. Ja, da kommen immer ein paar hundert Lötpunkte zusammen auf so eine Platine. Aber damit kann ich mir natürlich sehr viel Arbeit sparen, wenn ich später einen Fehler habe, also eine kalte Lötstelle nicht entdeckt habe. Dann geht das Gesuche los. So schön ruhig. Manchmal prasseln hier auch E-Mails am laufenden Band rein. Das ist dann besonders schwierig, wenn das nicht so qualifizierte Anfragen sind. Guten Tag und auf Wiedersehen ist manchmal schon eine Seltenheit. Kann man auch in der E-Mail-Kommunikation machen, finde ich. Irgendwie wird das auch immer schlimmer, finde ich. Also
die Qualität der Anschreiben, also das irgendwie sehr salopp formuliert wird, dass so eine sehr moderne Sprache benutzt wird, führt manchmal aber auch zu Missverständnissen. Groß- und Kleinschreibung kann auch manchmal wichtig sein. Tja, ich denke die Hälfte müsste auf dieser Platine geschafft sein. Sieht man wahrscheinlich gar nicht, oder? Wo auch noch manchmal eine besondere Belastung drauf sein kann, das ist an dem Quarz. Hier an dem Oszillator hier. Da auch nochmal drauf achten, dass der gut nachgelötet wird und den Map-Chip hier, den kann man auch gerne mal aus dem Sockel rausziehen und mal schauen, ob da irgendeine Oxidation an den Pinnen ist. Der ist ja hier nur gesteckt. Und sollte das der Fall sein, kann man das mal ein bisschen reinigen und da ein Pflegemittel reinsprühen. Das hatten wir ja schon an dem Schalter auch gemacht. Das kann unter Umständen an dem Sockel, muss das auch nicht immer nachteilig sein. Wenn da was zu sehen ist. So, wieder ein Stück höher. So, das alte Lötzinn, das kann da ruhig drauf bleiben. Da kommt gar nicht so viel Neues zu. Das alte Lötzinn ist noch bleihaltig. Übrigens, das möchte man ja auch nicht überall verteilen hier. Deshalb ist auch die Hygiene am Arbeitsplatz ganz wichtig, dass man sich die Finger wäscht, bevor man das Butterbrot isst. Denn Blei, ja gut, das schmeckt jetzt nicht so gut. Obwohl manche mögen es. Die alten Römer zum Beispiel, die hatten das ganz gerne. Die fanden, dass das Wasser in Rom besser schmeckte als hier im Sauerland. Oder bis wohin sind die gekommen, die Römer? Und die hatten in Rom Bleileitungen. Wenn es schmeckt, warum nicht? Die fanden, das schmeckt besser. Naja gut, die hatten auch noch keine Blompen in den Zähnen damals, Metallblompen.
Da haben die das vielleicht auch gar nicht so stark gespürt. Sonst hätte man heute ja schon ein bisschen Strom im Mund dann auch. Bleihaltiges Trinkwasser, Chromalgan, Kronen und Stimmen im Kopf. Nein, das ist dann vielleicht Radioempfang. Soll schon vorgekommen sein. Radioempfang gehört durch Metallkronen. Naja, ich kann es mir nicht vorstellen, aber wer weiß. So, ich habe die Lötpunkte nicht gezählt. Kommt einiges zusammen. Aber ich denke, das ist mit der wichtigste Schritt hier auch. Da sollte man also nicht nachlässig werden. Das ist zeitintensiv. Aber das Gerät soll auch ein paar Jahrzehnte wieder zuverlässig spielen. Und das wird es auch tun. Und sogar besser als vorher. Also das alte Bleilot, wenn das erhitzt wird, da kommt ja ein bisschen von dem Lot, was ich hier verwende, kommt dann dazu. Also frisches Flussmittel, das macht viel aus. Und das alte Bleilot, gut, das hat den Vorteil, die Lötverbindung kann besser, mit Blei kann die besser Wärmeschwankungen ausgleichen. Also dieses Ausdehnen und Zusammenziehen mit unterschiedlichen Temperaturen, das kann das alte Bleilot natürlich besser. Deshalb macht es also keinen Sinn, das jetzt hier abzusaugen und komplett, heutzutage nimmt man ja bleifreies Lot, dann komplett durch bleifreies Lot zu ersetzen. Das ist also ja weniger gut, sagen wir es mal so. Die Lötstelle ist dank des Bleis ist es also dauerhaft flexibler. Das ist ja nur noch in der Medizintechnik ist das erlaubt und im Militär, beim Militär und in der Luftfahrt etc. Da werden also bleihaltige Löte verwendet und auch zur Reparatur ist das teilweise auch erlaubt in diesen Bereichen. Ansonsten nehmen wir in der Audioelektronik, heutzutage müssen wir bleifreie, nicht nur das Lot, auch die Bauteile, RoHS, alles muss bleifrei sein. Na gut, aber Blei wird überall noch in die Umwelt gebracht. Ob das jetzt die Gewichte von den Autoreifen sind, obwohl ich glaube, die sind auch schon mittlerweile umgestellt, das weiß ich jetzt nicht ganz genau. Oder bei in der Schifffahrt, da werden ja auch noch Blei, wird auch noch Blei eingesetzt, um die Oxidation zu reduzieren an so einem Metallschiffsrumpf.
Da scheint das ja nicht so schlimm zu sein. Im Moment wird ja auch das ganze Wappenmeer geklort für diese LNG-Schiffe. Kann man auch nicht nachvollziehen. Ist billiger. Das ist alles billiger. Dann braucht man die Schiffsrumpfe nicht ständig irgendwie von Algen, Muscheln, was auch immer befreien. Dann kippen wir einfach ein bisschen Chlor ins Wasser. Das ist natürlich ein bisschen merkwürdig. Naja, ich habe die nicht gewählt. So, hier haben wir jetzt ja da noch ein bisschen hier im Bereich des Sockels. Und wo ist der Quarz da? Das ist wieder Kristall. Das macht das Video natürlich jetzt lang hier mit dem Löten. Aber was soll's, vielleicht ist ja jemandem langweilig. Der erste Teil, der ging dann mit dem CDM1 Laufwerk, das ging ja über eine Stunde 5. Das war über 1 Gigabyte. Da hatte ich mich dann auch gewundert. Und das ist schon komprimiert. Ich habe also hier keinen Festanschluss, sondern hier gehen die Daten alle per Handy rein und raus. Da hat man natürlich immer nur ein begrenztes Kontingent, was man dann bezahlt und keine Flatrate. Gut, am Geld wird es nicht scheitern, aber das benötigt auch immer Zeit, sowas einfach hochzuladen. Ja. So, langsam oder aber sicher arbeite ich mich jetzt hier runter und bin gleich an den Spannungsreglern angelangt, wo wir eben gesehen haben, da sind sogar die größten kalten Lötstellen.
So, wie gesagt, die tausche ich jetzt nicht aus, die Spannungsregler. Die lassen wir erstmal noch drin, löten die nur nach. Und dann messen wir das mal, wenn das alles wieder eingebaut ist. Wir haben also massiv kalte Lötstellen in dem Bereich. Das zeige ich vielleicht nochmal hier an der Kamera. Also ist jetzt nicht nur dieser eine Pin hier, ich weiß nicht, sieht, schaltet das scharf. Da sind also mehrere kalte Lötstellen mit richtigen Löchern schon im Lötzinn. Ich an einem Transistor löte ich nicht unbedingt jetzt alle Pinne auf einmal, sondern gebe dem immer ein bisschen Zeit zum Abkühlen. Also wenn das jetzt hier ein Dreibein ist, habe ich den ersten gelötet, löte dann vielleicht erst woanders und dann den nächsten. Hier habe ich das jetzt in einem durchgemacht, weil das gesockelt ist. Da ist das egal, bis das zu dem Map-Chip da oben gelangt, da kann nichts passieren. Aber direkt an so einem Transistor, beziehungsweise hier Spannungsregler oder auch Transistoren, abwechselnd, reihum. Hier auch der Spannungsregler, daneben auch kalte Lötstellen. Ups. Dann löte ich es hier. Ich vermute mal, das ist minus 5. Nicht minus 5, plus 5. Da geht der meiste Strom durch. Kann ich jetzt nicht erkennen hier über Kopf. Und das wird dementsprechend dann auch am heißesten. So, dann haben wir hier noch den Steckkontakt vom Transformator, aber da ist nichts sichtbar, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Mache ich aber trotzdem einmal. Aha, da, schau mal her. Da haben wir einen Kurzschluss fabriziert. Und zwar ist mir hier, wo ist es? Da ein bisschen Lötzinn abhanden. Ja, das ist nicht wirklich ein Kurzschluss, aber verdächtig. Das geht hier rüber. Da ist mir ein bisschen Lötzinn einfach zu dem nächsten Pin gelangt. Hatte noch nicht ganz Kontakt, aber deshalb ist natürlich nach dem Löten die Sichtkontrolle sehr wichtig. Aber je nachdem habe ich dann hinterher keine Funktion und kann alles wieder auseinanderbauen und suchen.
einfach alles nochmal kontrollieren. Ja. Mag die Kamera das nicht? Oben. Wenn sich das zu sehr spiegelt, mag die das nicht. So, die Unterseite kann gereinigt werden. Da nehme ich ganz normal Isopropanol für. Und eine Zahnbürste. Und macht der Kölsche Wisch. Also verreibe im Prinzip das ganze Flussmittel hier und diese oxidierten Stellen und ja, das riecht jetzt natürlich ein bisschen hier nach Alkohol. Wenn das nicht zu viel passiert, ist das also nicht gesundheitsschädlich. Alkohol nehmen wir auch manchmal zu uns. Diesen sollen wir also nicht zu uns nehmen, weil unsere Leber, wenn wir das hier trinken, diesen Isopropanylalkohol, unsere Leber wird dann also Aceton erzeugen. Das ist also nicht so gesund. Naja, ich mache das Fenster jetzt trotzdem mal nicht auf. Weil dann ist es doch ein bisschen zu laut von draußen. Ist das hier die B7 direkt? Da hinten? Hier vorne? Nee, nicht ganz, aber das ist fast die B7, die hier vorbeigeht. Da ist manchmal schon ein bisschen Verkehr. Es sei denn, die Jungs von ATU machen Feierabend. Hier ist nebenan ATU. Also wenn die Feierabend machen, dann wird es richtig laut. Die haben alle Sportauspuff, die da in der Werkstatt arbeiten. Das ist also, naja, laut. Die haben wahrscheinlich auch einen besonders guten Draht zum TÜV-Prüfer. Das kann man nur bestaunen, was da an Fahrzeugen rumsteht manchmal. Also von denen, die da selber in der Werkstatt arbeiten mit einem pneumatischen Fahrwerk. Ein Golf mit einem pneumatischen Fahrwerk, da liegt das, die Räder sind so tief in den Radkästen, das kann gar nicht fahren, ohne dass man erstmal den Kompressor für den Luftdruck, dass man erstmal das ganze Fahrwerk hochpumpt, der kann gar nicht losfahren. Müssen erstmal die Räder runterpumpen. Also nicht ideal, wenn man jetzt das eilig hat. Fluchtfahrzeug für einen Banküberfall nicht geeignet. Wie beim LKW, da muss man ja auch erstmal die Bremsen auf Druck bringen, bevor man überhaupt losfahren kann. So, da haben wir das ein bisschen verteilt. Das Wasser, das wird aber auch schon, also das Isopropanyl, das wird schon ja, ziemlich braun auch. Also da holen wir auch was runter. Das ist jetzt nicht nur ein reines Verteilen. Hopp.
Und wenn die Platine soweit gereinigt ist, dann kommt hier wieder meine selbstgemachte Versiegelungslösung. Isopropanyl und Holophoniumlösung. Da wird also das Holophonium aufgelöst mit dem Isopropanyl in dem Ultraschallbecken. Und dann kann man hier so Lösungen machen mit verschiedener Konzentration. Hier ist ein bisschen mehr Holophonium drin, ein bisschen milchiger. Reicht im Prinzip eine sehr einfache Lösung. Das träufel ich jetzt über die Platine. Und arbeite das mit dem Pinsel kreisförmig ein. Im Prinzip schütze ich jetzt alle Lötverbindungen, die imprägniere ich jetzt ein bisschen, die sind besser geschützt. Nebeneffekt ist, das sieht halt toll aus, wenn es trocken ist, es glänzt schön, sieht aus wie neu die Platine. Manchmal ist eben auch ein bisschen von dem Lötstopp-Lack, dem Grün, dann ist das schon mal irgendwo angekratzt irgendwo oder wegoxidiert oder was auch immer. Da hilft also diese Lösung hier, das wieder weiter vor Oxidation zu schützen. So, das braucht gar nicht dick drauf. Ganz dünn. So, dann lasse ich das erstmal einen Moment trocknen. So, wenn die Platine getrocknet ist, kann ich im Prinzip damit... So, das war jetzt eine kurze Unterbrechung. Telefon, Ankündigung zur Mittagspause. Die Platine ist ja jetzt getrocknet. Ja. Die sieht aus wie neu oder besser als neu. Die kann jetzt eingebaut werden. Man kann hier schon mal mit dem Läppchen so einige Flecken auch reinigen, aber im Großen und Ganzen ist die sauber. Das Gehäuse, also das innere Gehäuse, das ist ja schon im letzten Teil überholt worden. Der Netzschalter wurde überholt, der Trafo wurde auf 240 Volt, 230, 240 Volt umgestellt. Und die Spannungen wurden auch geprüft. Das ist alles soweit einbaufertig. Das heißt, die Servoplatine kann jetzt schon wieder da reinwandern. Sollte, wie gesagt, noch irgendein Defekt sein, das werden wir gleich messen, Spannungsregler oder Leistungstransistoren etc., dann werden wir das tauschen können, auch wenn das schon eingebaut ist. Was ich aber zuvor mache, ich ziehe den MAP-Chip aus dem Sockel raus und stecke den erst später wieder ein, nachdem alles getestet ist. So, hier kann ich jetzt im Prinzip ein bisschen Kühlleitpaste anbringen, damit hier der Wärmetransport zum äußeren Kühlkörper besser gewährleistet ist. Da ist auch im Originalzustand was, das habe ich aber natürlich abgewischt, damit ich das hier nicht überall rumschmieren habe. Oh, die Paste, die kann doch manchmal auch für ganz schön
große Sauereien sorgen. Diese hier ist nicht ganz so schlimm. Die schmiert nicht ganz so, das kriegt man halbwegs gut wieder ab. Deshalb nehme ich hier auch den Finger. Kann man leicht abwischen. So, jetzt müssen im Prinzip alle Kabel, muss man darauf achten, dass die hier nach innen gehen. Bevor ich es festschraube, alle Kabel noch mal kontrollieren, dass da also nichts verklemmt ist etc. Beziehungsweise, stopp, die für den Laser auf dieser Seite, die natürlich nicht. Die müssen hier Richtung Laser gehen. Aber jetzt ein bisschen voreilig. So, das sind diese hier. Schön darauf achten, dass da nichts verklemmt ist an Kabeln. Ja. Zack, hier haben wir ein Kabel gelöst. Geht noch nicht. So, das war jetzt eine kurze Unterbrechung. Telefon, Ankündigung zur Mittagspause. Die Platine ist ja jetzt getrocknet. Ja. Die sieht aus wie neu oder besser als neu. Die kann jetzt eingebaut werden. Man kann hier schon mal mit dem Läppchen so einige Flecken auch reinigen, aber im Großen und Ganzen ist die sauber. Das Gehäuse, also das innere Gehäuse, das ist ja schon im letzten Teil überholt worden. Der Netzschalter wurde überholt, der Trafo wurde auf 240 Volt, 230, 240 Volt umgestellt. Und die Spannungen wurden auch geprüft. Das ist alles soweit einbaufertig. Das heißt, die Servoplatine kann jetzt schon wieder da reinwandern. Sollte, wie gesagt, noch irgendein Defekt sein, das werden wir gleich messen, Spannungsregler oder Leistungstransistoren etc., dann werden wir das tauschen können, auch wenn das schon eingebaut ist. Was ich aber zuvor mache, ich ziehe den MAP-Chip aus dem Sockel raus und stecke den erst später wieder ein, nachdem alles getestet ist. So, hier kann ich jetzt im Prinzip ein bisschen Kühlleitpaste anbringen, damit hier der Wärmetransport zum äußeren Kühlkörper besser gewährleistet ist. Da ist auch im Originalzustand was, das habe ich aber natürlich abgewischt, damit ich das hier nicht überall rumschmieren habe. Oh, die Paste, die kann doch manchmal auch für ganz schön große Sauereien sorgen. Diese hier ist nicht ganz so schlimm. Die schmiert nicht ganz so, das kriegt man halbwegs gut wieder ab. Deshalb nehme ich hier auch den Finger. Kann man leicht abwischen.
So, jetzt müssen im Prinzip alle Kabel, muss man darauf achten, dass die hier nach innen gehen. So, bevor ich es festschraube, alle Kabel nochmal kontrollieren, dass da also nichts verklemmt ist etc. Beziehungsweise, stopp, die für den Laser auf dieser Seite, die natürlich nicht. Die müssen hier Richtung Laser gehen. Aber jetzt ein bisschen voreilig. So, das sind diese hier. Schön darauf achten, dass da nichts verklemmt ist an Kabeln. So. Die haben wir. Das ist der Klappenschalter, Spannungsversorgung, so, Analogkabel, und die gehen hier rüber zum Laser. So, zuerst schraube ich hinten den Kühlkörper fest. Das sind jetzt 2 längere Schrauben. Da sitzt nichts zwischen, den kann ich also richtig anziehen. So, und dann die restlichen Schrauben der Platine. Hier hatten wir jetzt eine Schraube, das ist hier, da kommt dieser Lötschuh mit dran, wo hinterher das im Prinzip Erdungskabel oder Massekabel vom CDM1 Laufwerk von der Schirmung mit angelötet wird. So, mache ich den Schuh da jetzt mit drunter. Ja, die ist zu lang. Da nehmen wir die, eine kurze. So, jetzt kann ich das Kabel vom Transformator schon wieder hier einstecken. Weil ich mir das hier so ein bisschen an die Seite, dass das dann nicht falsch eingeklemmt wird. Zeichne ich da einmal die 4 Spannungsregler auf, die da an dem Kühlkörper montiert sind. 1, 2, 3 und 4. Und dann sitzt hier noch einer, der ist nicht am Kühlkörper. Das ist für die minus 18. So, das hier ist ein 7912. Das heißt, der macht die minus 12 Spannung. Hier ist ein 7812.
Die haben alle 3 Beinchen. Dann haben wir hier ein LM317. Der ist für die plus 5 Spannung. Und hier haben wir wieder einen 79, also negativen 0,6. Und hier haben wir ein LM337, auch für eine Negativspannung. So, jetzt haben wir hier die Ein- und Ausgänge von den Spannungsreglern, die sind immer vertauscht. Hier ist der Eingang in der Mitte, hier ist der Ausgang. Da müssen wir messen minus 12 und da circa minus 19,6. Beim 7812 haben wir in der Mitte, das ist die Masse. Dann haben wir hier links den Eingang, das dürften dann plus 19 sein. Und hier ist der Ausgang dann rechts, da haben wir dann plus 12. LM317, da haben wir den Eingang ganz rechts. Das dürften so etwas über 10 Volt sein, 10,2. Und der Ausgang ist in der Mitte. Das sind dann plus 5. Hier ist auch ein Plus. 7906, da ist der Eingang wieder in der Mitte und der Ausgang ist rechts. Dann werden wir hier minus 10,2 haben, so um den Dreh. Also da und hier der Ausgang dann minus 7, der ist etwas höher, obwohl das nur ein 6 Volt Negativregler ist, weil der ein bisschen hochgezogen ist, weil er von der Masse getrennt ist. 7907 kenne ich gar nicht, den weiß gar nicht, ob es den gibt. Selbst die 7906 sind teilweise schwer zu besorgen. So, und dann haben wir noch den LM317, da ist rechts der Ausgang, minus 18. Und dann gehen wir hier rein in der Mitte. Das müssten so minus 31 Volt sein. Ich weiß nicht, ob man das jetzt erkennen kann. Naja, das Gekritzel hier. Ja, vielleicht mal vorher ranzoomen können. Also, wie gesagt, die 4 Spannungsregler am Kühlkörper und der für die minus 18. Was uns interessiert, ist immer die Ausgangsspannung. Hier minus 12, plus 12, plus 5, minus 7, minus 18. Dann schalte ich das Gerät mal ein. Jetzt suche ich mit dem Massepunkt am besten hier an dem positiven Spannungsregler, das ist der zweite von links, und messe dann einmal diese ganzen Pinne hier durch, wie die Spannungen sind. Zuerst den minus, sieht man das? Ja. Das ist minus 12, das ist richtig. Hier haben wir plus 12. Dann müssen wir bei dem dritten, haben wir den mittleren Pin, brauchen wir 5. Da stimmt was nicht, da haben wir nur 1,3 Volt. Also an dem LM317 für die plus 5 Volt Spannung stimmt was nicht. Dann geht es weiter ganz rechts, da müssen wir am rechten Pin minus 7 haben, haben wir auch. Und dann für die minus 18 Volt, da müssen wir auch an dem ganz rechts hier müssen wir minus 18 haben. Haben wir auch. Dann ist da noch eine kleine Diode. Hier rechts daneben. Die sitzt direkt an dem Ausgang von dem minus 7 und zieht das nochmal über den Spannungsverlust der Diode etwas runter. Das wird dann irgendwas über 6 sein.
6,8 ist es. Das ist auch in Ordnung. Also alle Spannungen sind hier soweit in Ordnung, bis auf die plus 5 vom LM317. Das heißt, wir haben hier einen Defekt. Entweder ist das der Spannungsregler, das ist auch der, der am meisten beansprucht ist. Da geht der meiste Strom durch, oder es ist noch ein anderer Defekt vorhanden, der uns hier die Spannung runterzieht. Deshalb werde ich jetzt zuerst mal diesen Spannungsregler entfernen und da einen neuen einsetzen. Das Gerät ausschalten, vom Netz trennen. So, dann schraube ich das erstmal los. Jetzt steht die Sonne auch ganz schön hier im Raum. So, das ist der hier. Das ist der LM317. Da suche ich gleich mal einen neuen raus. Sammelsurium. Das ist richtig. LM317 von Onsemi. Die nehme ich eigentlich ganz gerne. Die machen sehr gute Halbleiter. Auch Endstufentransistoren von Onsemi sind sehr gut. So, der Fehler war auch relativ schnell zu finden. Ich habe also diesen Spannungsregler nochmal ausgelötet und habe dann den Ausgangspin ohne Spannungsregler gemessen und hatte festgestellt, dass ich nur 0,7 Ohm zur Masse habe. Das heißt, da muss irgendwo ein Kurzschluss gewesen sein. Der ist auch relativ schnell gefunden. Und zwar hatte sich hier an dem Stecker so ein Spratzer, flüssiges Lötzinn, das ist dahin geflogen und hat hier einen Kurzschluss verursacht. Das habe ich jetzt entfernt, den Spannungsregler wieder eingelötet und jetzt wollen wir mal schauen, was wir da jetzt messen. Eingeschaltet. So, die Masse wieder hier an dem mittleren Pin. Sieht da 5,16 Volt. Sieht man das? Ja. Das ist also in Ordnung. Das kann passieren. Sorgfalt. Wie gesagt, die Leiterplatte, die war ja 5-mal kontrolliert, aber da ist tatsächlich ein Lötzinnspratzer. Wahrscheinlich aus der Entlötpumpe. Da fällt manchmal so ein bisschen Lötzinn wieder raus. Anders kann ich mir das nicht erklären. Nun gut, das war jetzt der Vorführeffekt, ist ja ganz gut. Dann Gerät ausschalten. Jetzt werde ich den Deckel wieder auf die Rückseite klipsen. Der
Innenkorpus ist dann auch fertig und kann an die Seite gestellt werden. So, den Laser hatten wir jetzt auch schon fertiggestellt. Jetzt kann auch der Laser eingebaut werden. Aber im nächsten Teil nehme ich mir dann jetzt die Analogplatine vor. Die Servoplatine, die ist dann soweit jetzt fertiggestellt. Das kann dann zu den anderen fertigen Sachen bzw. zum Laser. Und dann geht es weiter im nächsten Teil mit der Analogplatine.